Guten Tag, mein Name ist Harald Busso. Ich bin Mikrobiologe und möchte Ihnen heute etwas über die Vogelgrippe erzählen. Das Thema ist aktuell, weil Kraniche in Deutschland im Oktober 2025 in großen Mengen sterben. Die Erkrankung wird durch einen Virus erzeugt, den die Fachleute als H5N1-Virus bezeichnen. Wie das deutsche Skatspiel hat auch Influenza A 8 Gene in seinem Baukasten und die kodieren für Proteine. Und da sind zwei interessant. Das erste ist Hämagglutinin. Das ist wichtig für das Virus, um an der Wirtszelle anzudocken, damit es sich in der Zelle vermehren kann. Es funktioniert in etwa wie ein Schlüssel für ein Schloss. Und das zweite ist die Neuraminidase. Die ist für die Freisetzung der neu geformten Viruspartikel wichtig, damit sie neue Wirtszellen in Beschlag nehmen können. Viren sind nämlich nur molekulare Maschinen, die ohne Wirtszelle nicht in der Lage sind, sich eigenständig zu vermehren. Die Viren gibt es auch in verschiedenen Typen, wie zum Beispiel hier in Peak. Und die verschiedenen Typen können sich rekombinieren. Das heißt, die Gene können zum Beispiel auch in anderen Reihen vorkommen, wie der Pik-König in der Herzreihe. Dann hat man einen Subtypen und zum Beispiel der Subtyp H5N1 ist dann typisch für die Vogelgrippe. Zusätzlich kann jedes Gen Varianten aufweisen. Das heißt, man kann regionale Varianten haben, wie dieser Pik-König aus dem französischen Kartenspiel. Die können natürlich aber auch Virulenz oder auch die Tödlichkeit neu definieren. Die Geschichte von H5N1 beginnt in China, genauer gesagt in Guangdong. 1996 ist das Guangdong-Virus H5N1 isoliert worden. Im folgenden Jahr wurde in der Weltpresse berichtet, weil da ein Fall von einem Kind, was sich mit dem Vogelvirus infiziert hat, was an der Influenza gestorben ist. Es sind relativ wenig humane Infektionen mit diesem Influenza-Virus, Vogelinfluenza-Virus in China berichtet worden. Trotzdem war die Beunruhigung groß. Etwa 1,5 Millionen Hühner wurde auf Märkten in Hongkong geschlachtet, um diese Epidemie einzugrenzen. Es gelang aber nicht, die Epidemie zu unterdrücken, denn es zeigte sich, dass unter Wildvögeln und dann aber auch unter domestizierten Vögeln die Epidemie sich weiter verpflanzte. H5N1 wurde bei der Verbreitung erst im Mekong-Delta in Vietnam gesehen, dann in Indonesien, in Bangladesch, anschließend sah man es in Afrika, in Nigeria, man sah es in Ägypten und dann tauchte es auch in Europa auf. Während dieser Verbreitung von H5N1 hat sich das Virus verändert. Es mutierte. In Amerika waren H5N1-Viren bei Vögeln unbekannt bis 2014. Amerikanische Forscher haben etwa 1,5 Million Vögel untersucht und keine H5N1-Viren in Nordamerika gefunden. Die Situation änderte sich, als in British Columbia an der Westküste von Kanada erstmalig H5-Viren auftauchten. Die Sequenzierung von den Genen der Influenza-Viren erlaubte eine genaue Lokalisierung und
eine Rekonstruktion der Wanderbewegung von den Viren. Es zeigte sich, dass Viren aus Hongkong nach Korea gezogen sind, dann in Ostsibirien nachweisbar waren, dann über die Beringsee nach Nordamerika gekommen sind und dann entlang der pazifischen Flugroute die Wildvögel in ihren Wanderbewegungen generell einnehmen. Enten, Gänse sind Zugvögel. Anschließend konnte man dann beobachten, dass einzelne auch Wildtiere, Falken, erkrankten. Und dann wurde die Situation relativ brenzlig. Im Januar 2015 wurden H5-Viren in Stockenten beobachtet. Stockenten sind Überträger von Influenza-Viren, ohne aber selbst unbedingt Krankheitssymptome zeigen zu müssen. Die Situation wurde dramatisch, als im April 2015 im Mittleren Westen auf einer Unmenge an Farmen H5-Viren gesichtet wurden. Die Eier verformten sich, waren nicht mehr verkäuflich, die Tiere, die Hühnervögel starben und es verbreitete sich ebenfalls auf Truthähne. Einen Monat später waren etwa 40 Millionen Hühnervögel in den Vereinigten Staaten gestorben oder mussten geschlachtet werden, gekeult werden, wie der Fachbegriff ist, um die Epidemie einzudämmen. Ebenfalls wurden 7 Millionen Truthühner geschlachtet oder mussten gekeult werden. Auf den traditionellen Thanksgiving-Truthahn musste glücklicherweise nicht verzichtet werden. Die Tiere werden dafür schon Monate im Voraus geschlachtet und eingefroren. Daraufhin erwiesen sich diese Maßnahmen der Keulung aber als wirksam und das H5-Virus verschwand und war nicht mehr, ebenfalls auch nicht in den Wildvögeln in den Vereinigten Staaten beobachtet worden. Diese Ruhe war aber nur eine scheinbare. Ende 2021 wurden H5-Viren in Nordamerika erstmalig wieder beobachtet, diesmal an der Ostküste in Neufundland in Kanada. Forscher rekonstruierten den Weg dieser Viren, wie sie nach Amerika gekommen sind. Diese Viren kamen aus Europa. Wir haben ja gesehen vorher, dass die chinesischen Stämme sich über Europa und Afrika ausgebreitet haben. Die machten dann aber offensichtlich nicht Halt in Europa. Man konnte durch Sequenzanalysen nachweisen, dass der Weg dieser Viren von England über Island nach Neufundland ging. Dort ist eine atlantische Flugroute von Zugvögeln, von Gänsen, Möwen bekannt. Anschließend konnten die Forscher nachweisen, dass die Viren aus Kanada in die Vereinigten Staaten kamen. Man fand sie Carolina an der Atlantikküste. Es wurden Mortalitätswellen beobachtet in Vögeln, insbesondere Möwen, Eiderenten, die in großen Mengen starben. Anschließend trat etwas ein, was die Virologen beunruhigte. Angeschwemmt wurden auch große Mengen an Seehunden, die H5-Viren enthielten und offensichtlich an Influenza gestorben waren. Man sah dann, dass die Vögel von der Ostküste durch den amerikanischen Kontinent wanderten. Bei der Wanderbewegung traten Mutationen auf. Das Virusgenom erwies sich als sehr dynamisch und man beobachtete auch, dass Infektionen in Säugetieren auftraten mit diesen Viren, zum Beispiel in Füchsen, zum Beispiel in Stinktieren, zum Beispiel in Waschbären oder Opossums. Im Februar 2024 kam es zu einer erneuten Veränderung des Verhaltens von H5-Viren. Und zwar
beobachteten Farmer in Texas, dass die Milchkühe auf einmal ihre Milchleistung erheblich rückläufig zeigten. Und die Milch zeigte auch Veränderungen, die erwies sich als sehr gelblich, als relativ dickflüssig und waren ebenfalls nicht verkaufbar. Anschließend sah man, dass die Infektion von H5-Viren in Milchkühen sich verbreitete, offensichtlich durch den Transport von Milchkühen. Wiederum beunruhigend war, dass Tiere, die auf den Farmen lebten und mit der Milch dieser Kühe gefüttert wurden, wie zum Beispiel Katzen, dass die erkrankten und an dieser Infektion starben. Man beobachtete auch, dass Vögel mit dieser Infektion in irgendeinem Zusammenhang gebracht werden konnten. Und anschließend sah man dann, dass etwa 20–30% der Milchprodukte wie Milch, Joghurt, dass die kontaminiert waren mit der RNA, mit dem Genom von diesen H5-Viren. Ebenfalls bekannt wurden Fälle von menschlichen Infektionen, wo Farmer sich infizierten und erkrankten. Sie entwickelten zum Glück nur eine Bindehautentzündung der Augen und praktisch alle Infektionen verliefen relativ mild. Was sehen wir von diesen Entwicklungen? Influenzaviren sind hochdynamisch, sie entwickeln sich, sie mutieren, sie überschreiten auch Speziesgrenzen. Das heißt, Influenzaviren müssen wir im Auge halten, um möglichen großen Epidemien, sei es in der Tierwelt, sei es unter Menschen, vorbeugen zu können.